Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten, danke, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video möchte ich euch weitere Nachrichten aus Russland gerne vorstellen, die momentan aktuell sind. Ich hoffe, euch geht's gut im Alltag. Russland ist ein sehr großes Land und jede Woche passieren bei uns irgendwelche Ereignisse. Bleibt gerne dran, los geht's! Russland plant Eheprämie. Sergei Mironov, der Chef der Partei Gerechtes Russland, hat einen neuen Vorschlag gemacht. Verheiratete Paare in Russland sollen künftig Geld vom Staat bekommen, und zwar 5.000 Rubel nach 5 Ehejahren und 10.000 Rubel nach 10 Jahren. Mironov erklärt, in 20 russischen Regionen gibt es am 8. Juli, dem Tag der Familie, Liebe und Treue, schon Zahlungen für langjährige Ehen, zum Beispiel zur goldenen Hochzeit nach 50 Jahren. Aber seiner Meinung nach sollte der Staat lieber junge Familien unterstützen, gerade weil es in Russland so viele Scheidungen gibt. Lasst es uns wenigstens symbolisch machen. 5 Jahre verheiratet, 5.000 Rubel bekommen. Und das nicht von der Region, sondern das muss eine Zahlung vom Bund sein. 10 Jahre verheiratet, 10.000 Rubel bekommen. Damit die Leute wissen, auch wenn die Summe nur symbolisch ist, der Staat nimmt es trotzdem wahr, sagte der Abgeordnete. Außerdem sagte Mironov, man müsse auch noch klären, ob kinderreiche Familien künftig eine jährliche Zahlung bekommen sollen, passend zum 8. Juli. Das Geld fürs Heiraten. In Russland gibt es einen neuen Vorschlag. Eine landesweite Bonuskarte namens A ist, speziell für frisch verheiratete Paare. Die Partei Gerechtes Russland hat dazu einen offiziellen Antrag an den Wirtschaftsminister Maxim Reshetnikow geschickt. Sergei Mironov, der Fraktionschef dieser Partei in der Duma, erklärt die Idee so: Nach der Hochzeit soll jede junge Familie 25.000 Rubel auf diese Karte bekommen. Die demografische Lage verlangt dringend nach Lösungen. Im ersten Quartal 2025 wurden in Russland 288.800 Kinder geboren. Das sind 11,5% weniger als im Jahr davor. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte Russland die niedrigste Geburtenrate der gesamten neueren Geschichte erleben, sagte Mironov. 4-Tage-Woche in Russland. Russlands Arbeitsminister Anton Kotyakow hat sich in einem Interview zur 4-Tage-Woche geäußert. Seine Aussage: Rein rechtlich ist das schon jetzt möglich, aber nur wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer einig sind. Die aktuellen Regeln im Arbeitsrecht erlauben es Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sich sogar auf eine 4-Tage-Woche zu einigen oder auch auf eine 6-Tage-Woche, wenn beide Seiten damit einverstanden sind, so der Minister. Kotyakow betonte außerdem, jedes Unternehmen kann selbst entscheiden, welcher Arbeitsplan am besten passt. Entweder über einen Tarifvertrag oder eine individuelle Vereinbarung mit einzelnen Mitarbeitern. Übrigens wurde kürzlich schon bekannt, wie viele 6-Tage-Wochen die Russen im nächsten Jahr erwartet. Im Jahr 2027 wird es genau eine solche Woche geben, vom 15. bis zum 20. Februar mit einem Arbeitssamstag. Großfamilien machen Urlaub. Jetzt ist es bekannt geworden, wie viel kinderreiche Familien in Russland für den Urlaub ausgeben. Und zwar 2,5 Mal mehr als Paare ohne Kinder. Das zeigt die Studie eines Reiseportals, die passend zum Tag der Familie, Liebe und Treue veröffentlicht wurde. Und zwar so: Ein Paar ohne Kinder gibt im Schnitt 171.000 Rubel für den Urlaub aus. Kommt ein Kind dazu, steigt die Summe schon auf 257.000 Rubel. Mit 2 Kindern sind es 331.000 Rubel. Und bei einer Reise mit 3 Kindern sogar
421.000 Rubel. Egal wie viele Kinder mitreisen, am liebsten fahren die Russen ins Ausland nach Türkei und innerhalb Russlands an die Küste der Region Krasnodar. Je größer die Familie wird, desto weniger ändern sich übrigens die Vorlieben. Eltern mit 2 Kindern reisen am häufigsten in die Türkei, nach Ägypten, Thailand, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Vietnam. Kinderreiche Familien mögen zusätzlich noch China. Innerhalb Russlands lieben sie am meisten die Region Krasnodar, das Gebiet Kaliningrad und Sankt Petersburg. Benzinrationierung in Russland. In der Region Pskow wird ab dem 10. Juli der Benzinverkauf nach Autokennzeichen geregelt. Das hat Gouverneur Michail Vedernikow über den Messenger Max bekannt gegeben. Die neue Regel funktioniert so: An den geraden Tagen dürfen nur Autobesitzer tanken, deren Kennzeichen mit 0, 2, 4, 6 oder 8 beginnt. An ungeraden Tagen sind Autos mit den Anfangsziffern 1, 3, 5, 7 oder 9 dran. Wichtig: Für Einsatzfahrzeuge, Rettungsdienste und Notfallfahrzeuge gilt diese Regel nicht. Übrigens hatte schon vorher der Gouverneur der Region Oryol, Andrei Klitschkov, angekündigt, dass auch in seiner Region der Benzinverkauf nach Kennzeichen eingeführt wird. Und am 8. Juli hat Russlands Präsident Wladimir Putin erklärt, dass die aktuellen Probleme mit dem Treibstoff nur vorübergehend seien. Immobilienmarkt vor dem Umbruch. Im Jahr 2027 könnte der Anteil der Hypothekengeschäfte auf dem Neubaumarkt in Russland unter 45 bis 50% fallen. Und wenn neue Einschränkungen bei den staatlich geförderten Programmen früher kommen, als die Marktzinsen auf mindestens 12 bis 14% sinken, könnte der Neubaumarkt sogar nochmal 10 bis 15% seiner Käufer verlieren. Das prognostiziert Denis Schalnin, Geschäftsführer des Bauunternehmens Lyudi. Die Regierung plant, die Bedingungen für die Familienhypothek bereits im Oktober zu ändern. In Moskau soll der Basiszins dann bei 12% für Familien mit einem Kind liegen, bei 10% für Familien mit 2 Kindern und bei 6 bzw. 4% für Familien mit 4, 5 oder mehr Kindern. Die geförderten Kredite laufen schon jetzt nur eingeschränkt und die Marktzinsen für Hypotheken werden es kaum schaffen, rechtzeitig auf ein massentaugliches Niveau zu fallen. Im Grunde wird man bei der regulären Marktkredithypothek die fehlende Summe erst nach dem Verkauf der bereits vorhandenen Immobilie zusammenbekommen. Wie sich die Nachfrage auf dem Neubaumarkt entwickelt, hängt vor allem davon ab, wie zugänglich Marktkredite sind, wie hoch die Genehmigungsquote dafür ausfällt, wie viele liquide Angebote es bei fertigen Wohnungen gibt, also solche, die man schnell und gewinnbringend verkaufen kann, welche Mindestanforderungen die Banken an Anzahlung und Einkommen der Kreditnehmer stellen und natürlich von den neuen Regeln zur Familienhypothek, erklärte Schalnin. Seiner Meinung nach werden Käufer künftig nicht mehr mit günstigen Krediten abstimmen, sondern mit teurerem Geld und sich deshalb stärker auf hochwertige Projekte in attraktiven Lagen konzentrieren, die schon für ein komfortables Leben bereit sind. Ein zweiter Teil der Nachfrage werde sich laut Schalin in Richtung sehr günstiger, kompakter Studiowohnungen verschieben, allerdings solche mit einem gewissen Extra. Die Änderung der Förderprogramme für den Neubaumarkt vergleicht er mit einer kalten Dusche, die eine aktive Umgestaltung der Finanzmodelle, Baukonzepte und Wettbewerbsvorteile anstoßen wird. Während der Zeit der günstigen Hypotheken mussten Bauträger im Grunde einfach nur bauen. Jetzt müssen sie schon in der Projektidee mitdenken, wie sich das Ganze später verkaufen lässt, erklärte der Bauunternehmer. Schon jetzt sehen wir, wie die Dominanz der Förderprogramme langsam abnimmt, während das Interesse an Ratenzahlungen und Barzahlungen für Wohnungen wieder wächst.
Die Preise werden nicht mehr überall gleichmäßig steigen. Der Markt wird sich preislich stärker aufsplitten, weil die Nachfrage selektiver wird. Schwache Projekte mit schlechter Lage und wenig überzeugendem Konzept werden gezwungen sein, versteckte, manchmal auch echte Rabatte zu geben, um die Treuhandkonten zu füllen. Projekte in guten Lagen werden dagegen weiter im Preis steigen, mindestens im Ausgleich zur echten Inflation. Es ist nicht auszuschließen, dass die Preislücke zwischen diesen beiden Kategorien auf 25-30% anwachsen könnte, sagte Schalnin. Seiner Meinung nach liegen die größten Risiken für Käufer darin, Kaufentscheidungen aufzuschieben und dabei zuzusehen, wie die schnellsten Käufer die guten Angebote per Ratenzahlung oder bar wegschnappen. Das zweite Risiko sei die weitere Verteuerung von Wohnraum. Die Baukosten könnten jährlich um 10-15% steigen, was sich am Ende im Quadratmeterpreis niederschlägt, fügte der Bauunternehmer hinzu. Zum Schluss betonte er, die wichtigste Strategie für Käufer sei jetzt, nicht auf Empfehlungen zu hören, sondern sich an den eigenen Bedürfnissen zu orientieren. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen dieses Videos bis zum Ende. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues und Interessantes erfahren. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis die Tage. Tschüss. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, будьте вежливы.